grüß dich. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Mogi. Morgen. Wir befinden uns in der Wüste Gobi. Es ist Tag 6 unserer Mongolei-Reise. Die Wüste Gobi ist nicht bloß eine weite und karge Landschaft mit vereinzelten Saxaulbaum-Oasen, mit Kamelen und Sanddünen, sondern auch die Milchstraße, welche nachts über den Juten thront. Heute reisen wir weiter bis zur Stadt Arvahia, Provinzstadt von Uberhanda. Okay. Und ich glaube, wir werden ziemlich lange fahren müssen. Ja, etwa 330 Kilometer. Heute ist unsere schwierigste Fahrt. Es ist nur die Piste. Also es sollte nicht einfach sein. Also jede 2-3 Stunden machen wir ein bisschen Pause, dann geht's. Kein Problem. Okay, gut. Peter, wie geht's dir? Mir geht's bestens. Ich habe auch schon den Rücken bandagiert, nicht? Für die harte Tour auf der Rückbank. Ja. Holpert ja sehr. Ja. Kaputte Stoßdämpfer. Aber es wird schon passen und freue mich auf 10 Stunden harte Reise. Ja. Also heute verlassen wir die Wüste Gobi, ja, und wir trinken diese Kangay-Gebirgskette, ja. Dann ist das, wir verlassen die Wüste. Also. Dann werden wir nach nördlich etwa fahren, ja. Dann kann ich ja meine Mütze auflassen. Genau, ja. Es wird noch kühler sein, nachts und ja, morgens und nachts. Ja. Ja. Gut, dann lass uns vor den Campleuten verabschieden und weiterfahren. Ne? Genau, ja. Weirla. Wir verabschieden. Tschüss. Da ist er. Angestoßen. Oh, du hast mir die Gitarre gereicht. Ich werde euch was spielen. So, ja. Die sind echt nett. ماشينارا حتى توريو بتجلبينا حري خلون تشوف يورن اللي قايل البيضة تضبينا Peter. Ja. Was hast du jetzt auf Mongolisch gelernt? Was kannst du auf Mongolisch sagen? Ugui bedeutet nein, Za bedeutet ja. Dann habe ich noch Balaya, danke gelernt und einige andere Ausdrücke, die mir schon wieder phonetisch entfallen sind. Aber ich denke, wenn man 3 Worte am Tag lernt, ist ja nicht so schlecht. Wir haben ja noch 10 Tage, das macht zum Schluss 30. Wir haben nicht 10 Tage. Wir haben noch 10 Tage. Wir haben weniger. Oder dann sind es nur noch 7 oder vielleicht 7 mal 3 noch 21 Worte genügt, um letztendlich die mongolische Kultur nach Deutschland zu tragen. Wie ist deine Aussprache? Ja, momentan ist nicht so ganz gut, aber es wird verbessern, ja, denke ich schon. Ja. Ach, nochmal, der Ziegenwitzname. Wie hieß die Kuhmilch noch? Kuhmilch? Kamelmilch. Kamelmilch, was für ein Kamelmilch? Aluch, Lech. Arol. 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 Agotech. Am Ende El. Arol. Arol. Ja, richtig. Siehst du, es geht Schritt für Schritt. Aber ich bin optimistisch, dass es dann tatsächlich noch ja nicht auf das muttersprachliche Niveau reicht, doch aber einigermaßen. Die 21 Worte, die versprochen, müssen wir jetzt jeden Tag abtesten. Gut.
Ledge. Und die Vierradantrieb. Bist du die ganze Zeit ohne Vierradantrieb gefahren? Ja, genau. Wirklich? Ja. Wow. Fahren wir wieder zurück. Das Video darfst du nicht wegschmeißen hier. Das ist schon löschen. Das ist Wahnsinn. Aussteigen? Ah, wir sind ganz kurz, also, ja. Das ist nicht so einfach. Da wir hier einen Bergpass überqueren, gebietet die mongolische Tradition, dem lokalen Berggeist zu huldigen. Und zwar 3-mal im Uhrzeigersinn den Ovo-Steinhaufen zu umkreisen und dabei jeweils einen Stein darauf zu legen. Es geht Berg runter, ja. Das ist ein Problem. Ja, also es gibt einige kleine Geräusche von den Reifen. Ja. Könnte eine kleine Stein sein, zwischen den Bremsen gesteckt haben. Die Bremsenscheibe. Aber es konnte noch anderes sein. Mal sehen.
im Land kostet der Sprit aber. Das Land ist die Sprit teurer. Hier? Ja, aber die 1700, die 80 das Alkohol, oder was ist 80? 80 ist das noch ein kleiner Ja, 80 Oktan. untere Benzin. Also ich meine, der Oktal ist unter, ja. Okay. Untere Normale Niveau. Oktan sind 90, 95? 92. Das Beste, was ihr bekommt. Alex, willst du so eine Kleinigkeit lesen? Wir können doch warten, oder? Peter, Bis zum nächsten Zoom. ja, weiter. Nächste ist das noch 100 Meter. Nächste Zoom. Kein Problem. Die mongolische Steppe. Ich liebe sie. Ihre Luft ist rein und duftet nach Gräsern. Und dann diese Weite. Da ist, soweit das Auge reicht, gar nichts. Man sieht echt weit. Ein mongolisches Sprichwort besagt, des Menschen Glück ist in den freien Steppen. асуулт өгч тайны газар байна уу хоол ичээ айтах. Таны гадар нөө. Энэ дэлгүүрүүд яаж вэ? Айл энэ хот юм. Энэ цаа. Тийм үү. Diese handgeschnittene Nudel mit Gemüse gemischt, ja. Okay. Zögung heißt das. Das ist möglich.
Und Eier mit Reis und Gemüse, Fleisch zusammen gemischt. Ja. Und Störwort heißt das. Das haben wir. Und diese Boost, ja, haben wir auch. Boost sind die. Boost, diese Dumplings. Ja, Boost. Siehst du, haben wir. Ein Stück kostet 500. Wie viele Stück ist das? Ich esse 4. So wenig? Ja, 4 bin auf Diät. Das ist wenig, oder? Die sind auch so groß, oder? Und so groß ist das nicht. Diese Boost ist klein. Dann nehme ich 5. Ja, 5 ist besser. Gut verhandelt. Gut. 5. Und du? Auch. Auch groß? Ja, okay. Oder ich nehme, weißt du, Suppe mit Dumplings. Die gibt's nicht, oder? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja. Dann nehme ich auch Bus. Ich nehme auch Boost. Ja. Zusammen 15. Vorsichtig. So. Nicht Tau, Aron, Tau. Ich habe 15 bestellt, ja. Okay. Jede 5. Und es gibt Kaffee, aber das ist da so eine Plastiktüten-Kaffee. Ja. Und Lipton-Tee und Milchtee, ja. Also mal Lipton Eis. Lipton Lipton Tee. für mich bitte, ja. Gut. Und habe ich hier jetzt Bus bestellt. Und Bus sind, glaube ich, diese mongolische gedämpfte Maultaschen. Maultaschen, ja, Genau. kann man sagen. Oder Dumplings. Und Dumpling, ja. da es eine Zeit dauert, warten wir jetzt auf unser Mittagessen. Richtig. Bisschen Putz von meiner Uhr von gestern wegen der Sanddüne. Ja. Sehr viele Korne gesteckt, geht nicht raus. Mess, ja. Mahlzeit. Und dann guten Appetit. Guten Appetit auch. Brauchst du Ketchup? Nee. Fuß. Fuß. Ja, schmeckt. Sehr lecker. Echt gut. Ist man am besten mit den Händen, oder? Ja. Gibt es dann oben und unten? Überall. Von der Seite. Sehr gut. Ich könnte niemals Vegetarier werden. Was ist? Oma? Ölhaus. Öl läuft aus. Genau, ja. Das ist Schmierfett. Schmiere. Das heißt, dass irgendwas am Lager kaputt ist, wahrscheinlich nicht. Das ist ein Problem. Ja, also es gibt einige kleine Geräusche von den Reifen. Ah, scheiße, das schlimm aus. Was ist kaputt? Der Lager? Das Lager? So eine Dings von der Trommel. Hebel, ja. Kleine Kreise, sehr viele Kreise. Kugellager. Oder, ja. Kugellager, defekt. Könnte sein. Ja. Es kommt Öl raus. Ich weiß nicht, ob ich in Provinzstadt das reparieren kann. Die Leute, Wie viele Kilometer sind es noch bis 60 Kilometer. 60? Ja, da läuft Öl aus. Genau, von denen kommt Öl raus. Es gibt so eine Lage, ja. Und
da hinten, ja. Es gibt so eine kleine Dings, ist 6 oder 9 Stück. Das konnte kaputt sein, denke ich. Das Lauflager ist das, genau. Ja. Deswegen ist das geschoben und auf dem Dings kommt jetzt diese Geräusche. Okay, wir sind jetzt mitten im Nirgendwo, also in der freien mongolischen Steppe, die ich so liebe, und haben ein Radlagerproblem. Es macht sich nun nicht nur durch das deutliche S-Geräusch, sondern auch durch das austretende Öl deutlich. Die Frage ist, wird sich das rechte Vorderrad vorzeitig loslösen und eine andere Richtung als wir einschlagen? Bis zur Stadt bleiben es noch 50 Kilometer. 50 Kilometer. Okay. Wir werden sehen. Ja? Vielleicht haben sich ja noch einige Muttern gelöst. Das Rad sitzt locker auf der Radlager. Ja, vielleicht haben sich irgendwelche Muttern gelöst. Mogi will es untersuchen. Nicht so tief runtergehen. Die Lage ist instabil, nicht, dass das Auto dann auf deinen Kopf fällt. Ja. Ja, klar. Wir haben die Probleme noch nicht festgestellt. Also ich konnte auf meine Vermutung diese Kugelstücke von dieser Radlage rausgefallen sein und abgenutzt sein, weiß nicht. Oder aber das Rad ist ja sehr locker und die Befestigung stimmt nicht und das Problem könnte beispielsweise daran liegen, dass die Bremsscheibe nicht mehr fest ist. Also wir schauen einfach mal. Ja? Ursache und Wirkung sozusagen. Kugellager oder Bremsscheibe ist jetzt eigentlich Jacke wie Hose. Hoffentlich schaffen wir es bis zur Stadt. Besorgt und sicher. Es ist 10 Kilometer übrig in die Stadt, ja. Ja. Gleich kommt die Asphaltstraße. Captain Mogi hat den Sinkflug eingeleitet. Zur Notlandung. Werde ich mein Kissen nehmen, auf meinen Schoß legen und meinen Kopf schon mal auf das Kissen legen und die Notlandesituation simulieren. Ist ja unglaublich, ne? Wir sollten uns gegebenenfalls auch anschnallen. Auf jeden Fall. Mogi, du auch. Als Kapitän. Genau, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Die Rücksitze sind gefährdet, lassen sich nicht anschnallen, aber wir werden ein Provisorium herrichten. Das ist spannend, Alarmstufe gelb. حمر هغر خيم الشنارة 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 حتى كيوم جلمنا حري خلطو تشوف شوف اللي جيت ويغاد المنا Wir sind im Hotelzimmer der Stadt Arvayher. Mogi ist unten und ich weiß nicht, was jetzt passiert. Fährt er alleine zum Automechaniker oder fahren wir zusammen? Ich warte erstmal auf den Peter, der auf dem Klo ist. Blick aus dem Fenster. Mogi hat auf uns doch nicht gewartet. Der arme Junge war so im Stress, dass er sich nach dem Hotel-Check-In sofort auf die Suche nach einem Mechaniker gemacht hat.
Wir haben uns daher kurzerhand entschlossen, in der Stadtmitte von Arvai einen Spaziergang zu machen. Wie jede andere mongolische Provinzstadt erinnert mich Arvai an meine Heimat Kasachstan, vor allem in der Zeit der Sowjetunion. Im Grunde könnte es solch eine Provinzstadt in jeder beliebigen zentralasiatischen Sowjetrepublik geben. Folgende Merkmale initiieren bei mir die Nostalgie: die dem harten, trockenen Klima trotzende Parkanlage, die typischen Wohnblocks, das obligatorische Zweiter Weltkrieg-Denkmal, die Abfallbehälter und vielleicht noch das Theater. Auf den Plakaten erkenne ich schon mal Macbeth von Shakespeare, die Räuber von Friedrich Schiller und das Märchen vom Fischer und dem Fischlein von Alexander Sergejewitsch Puschkin. Also kulturell wird die Provinzhauptstadt Arvai sicherlich nicht verkümmern. Wie war es denn beim Automechaniker? Oh ja, ich bin gerade zur Werkstatt gegangen. Also alle Werkstätten sind beschäftigt. Also dann habe ich 2 Werkstätten besucht. Die haben alles was zu tun. Dann habe ich wirklich schnell gelaufen, noch eine Werkstatt besucht. Und da ist ein Mann, ein sehr netter Mann. Und der sagte, wow, das muss ich erst mal gucken, ja? Also untersuchen. Ja? Und der hat gerade die Reifen so beruhigt und gewackelt und hat direkt festgestellt, dass diese hintere Rad gibt so eine Ring mit Kugel, ja, also auf Russisch Scherik, auf Deutsch Kugellager. Das ist kaputt gegangen, zusammengebrochen. Alle diese Kugelstücke ist hintereinander, also, untereinander. Ja, und leider der Werkstattmann hat gesagt, dein Auto, es ist unmöglich, dass du so eine Ersatzteil, gerade dass der passt, zu finden. Es ist nicht so einfach, sagte er. Und dann habe ich ein bisschen Angst gehabt, ja. Wenn ich das nicht finden kann, dann muss ich nach Ulaanbaatar bestellen, dauert 2-3 Tage. Ja. Also dann, was soll ich machen, habe ich ihn gefragt. Also der hat die ganze Zeit gedacht, du kannst vielleicht deine Glück suchen. Glück probieren, nimmst du diese Telefonnummer, rufst du an. Der hat sehr viele Ersatzteile. Dann habe ich einen Mann angerufen und habe ich gefragt, ob die haben. Der hat gesagt, ja gesagt. Ja. Oh, ich habe so gefreut, wirklich. Und 2-3 Mal hat gefragt, wirklich. Der hatte, ja. Ich komme gleich. Ja. Dann bin ich schnell ein Taxi genommen. Hier in der Provinzstadt ist das die Motorradtaxi. Ja. Also ich habe ein Motorrad gestoppt und dann vor ein Motorrad aufgesessen und direkt zu diese technische Hand ja. Und habe ich gefragt, ob das genau das ist mein Auto. Der hat direkt geguckt, oh, das ist das, hat es mir gegeben. Oh, ich habe so gefreut, ja, dass es jetzt in diese Provinz gibt, ja. Großer Zufall. Mein Auto ist nicht so typisches Auto, ja. ist eine Ausnahme, ja. Das heißt, habe ich mich gefreut. Ja. Also ich meine, sehr oft haben die nicht so viele Besitzer, die dort kein Auto haben. Ja. Das meine ich. Ja. Dann bin ich zurück mit diesem Motorrad zur Werkstatt. Das Motorrad kostet in dieser Stadt, egal wohin, ja, kostet 1000 Turk, heißt das etwa 50 Cent. Oder, ja, so. Das ist billig. Hat es mir gefreut. Ja. Ganz hinten so gesessen. Und dann habe ich der Werkstattmann diese Kugelring gegeben und der hat auch genommen und alles raus und alles muss zusammen ausbauen. Und dann alles muss diese alte Ringe schlagen und rausziehen, wieder festsitzen und so. Und dann ein bisschen Öl drauf rein tun und so. Und da hat es etwa eine halbe Stunde oder so ausgetauscht. Und dann alles fest, keine Wacklung, wieder montiert. Super geklappt. Würde ich mal sagen, super Mori und Lucky Ass. Ne? Ja. Super. Ja. Und das, liebe Kinder, bedeutet, dass wir unsere Reise fortsetzen können. Ja, genau. Ja.
Ich hoffe, dass keine größere Pannen auf uns warten. Als Alternative und Plan B hatten wir uns schon vorgestellt, einen Helikopterausflug an den Baikalsee. Das ist auch möglich. Okay, dann lass uns das Essen bestellen. Super. Heute ausnahmsweise für dich ein Bier. Oh ja, super. Vielen Dank.